Willkommen zurück in meinem Uchiverse. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. In meinem heutigen Video wirst du nicht nur mehr über die aktuelle Situation von Frauen in unserer heutigen Gesellschaft erfahren, sondern auch darüber, wieso die Existenz von beiden Geschlechtern einerseits essentiell, aber andererseits relativ zu beurteilen ist. Und zu guter Letzt, was du selber tun kannst, um in deinem eigenen Umfeld für mehr Harmonie und Gleichberechtigung zu sorgen. Happy International Women's Day, I drink to that. Auch wenn der Internationale Frauentag dieses Jahr auf einen Sonntag gefallen ist, wurde er offiziell letztes Jahr in der Hauptstadt Berlin zu einem gesetzlichen Feiertag erklärt, was definitiv für mehr Aufmerksamkeit innerhalb der Hauptstadt sorgt. Doch wieso ist dieser Tag so wichtig und warum haben Frauen ihn eher nötig als Männer? In unserer heutigen kapitalistischen Welt geht es nur noch darum, was man sehen kann. Es geht nur noch um Absatz, Zahlen und Leistung. Und dabei scheint emotionale Intelligenz, ethische Werte und Liebe immer weniger relevant zu sein. Wobei diese Aspekte besonders für Frauen bzw. für feminine Energie sehr charakteristisch sind. Die Folge: Frauen werden nicht ernst genommen, haben schlechtere Chancen auf Führungspositionen, erhalten weniger Geld im Job und haben dadurch auch eine geringere Rente, wodurch sie in späteren Jahren von Altersarmut bedroht sind. Und um das Ganze zu toppen, gibt es immer noch einige Länder, in denen Frauen immer noch kein politisches Mitbestimmungsrecht haben. Ich meine, what the fuck, wir leben im Jahr 2020, wie kann das eigentlich möglich sein? Ausschlaggebend hierfür ist, dass Frauen dem männlichen Körper physisch unterlegen sind und dadurch nicht selten zum Objekt physischer Gewalt werden. Erfolgsgeile und machtgierige Männer nutzen also ihre körperliche Überlegenheit aus, um Frauen zu unterdrücken, da sie diese als Konkurrenz für sich ansehen. Aber auch veraltete Rollenbilder machen es schwierig, für mehr Gleichberechtigung unter den beiden Geschlechtern zu sorgen. Dabei ergänzen sich beide Geschlechter gegenseitig und haben beide ihre eigenen Schwächen und Stärken. Männer sind tendenziell rationaler, abgehärteter, stabiler und auf einem Wettkampf aus. Frauen hingegen sind tendenziell emotionaler, kreativer, empathischer und verfügen über eine stärker ausgeprägte emotionale Intelligenz, wodurch sie Menschen nicht nur besser lesen, sondern auch über die materielle Welt leichter hinausgehen können. Wichtig zu beachten ist jedoch, dass jeder Mensch sowohl feminine als auch maskuline Aspekte in sich trägt. Und die Verteilung der beiden Seiten ist hierbei auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, mal ganz abgesehen davon, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, dass die ein oder anderen dominierenden geschlechterlichen Aspekte auch mit dem eigenen körperlichen Geschlecht übereinstimmt. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass Frauen nach außen hin eher männlich wirken, sich aber trotzdem als Frau identifizieren, was aber trotzdem kein Muss ist. Für Männer ist das aber natürlich genau das Gleiche. Es gibt Männer, die nach außen hin eher männlich wirken und es gibt andere, die nach außen hin eher weiblich wirken. Und dann gibt es wiederum andere, die sich nicht trauen, ihre eigenen femininen Seiten zu zeigen, aufgrund der Angst, nicht dem männlichen gesellschaftlichen Rollenbild zu entsprechen. Jeder, der also die feminine Energie in sich selber unterdrückt, sorgt auch indirekt dafür, die femininen Energien in anderen Menschen zu unterdrücken und somit auch die tendenziell vorherrschende Energie von jeder einzelnen Frau. Was ich damit sagen möchte, ist, dass es doch einen Grund gibt, warum beide Geschlechter bzw. Energien koexistieren, damit diese Hand in Hand gehen und sich gegenseitig ergänzen. Eine Grundvoraussetzung für den Weltfrieden ist also, dass es eine gesunde Balance zwischen den beiden Geschlechtern gibt. Und daher meine Bitte an dich: Akzeptiere sowohl die weibliche als auch die männliche Seite in dir und identifiziere dich nicht zu stark mit deinem körperlichen Geschlecht bzw. der Rolle, die dir von der Gesellschaft aufgedrückt wurde. Bestimme stattdessen selber, wer du sein möchtest und mache es ausschließlich von dem abhängig, was du tief in deinem Herzen spürst. Und das Wichtigste: Respect Woman. Und was für den Weltfrieden mindestens genauso wichtig ist, ist eine gesunde Beziehung zu dir selbst. Also schau dir doch gerne dieses Video hier an, warum du womöglich die Verbindung zu dir selber verloren hast, und das dazugehörige zweite Video, wie du die Verbindung wieder zu dir selber herstellen kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in meinem Uchiverse. Ciao!